Meisterstück, weil es eins ist. Das sagen wir nicht nur so, sondern meinen es auch. Zahlreiche Musikquellen, Smart Home fähig, vielfältige Anschlussmöglichkeiten und preisträchtiges Design. Das Meisterstück als neue Referenz der All-in-One Musiksysteme. In diesem Video packen wir das Meisterstück zusammen aus und bereiten es für die Ersteinrichtung vor. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Jetzt heißt es natürlich erstmal auspacken. Ich persönlich hebe solche Kartons immer gerne für Umzüge und dergleichen auf. Wer das nicht möchte oder vielleicht auch keinen Platz dafür hat, der kann das komplette Packaging ruhigen Gewissens entsorgen. Denn mit Überarbeitung des Meisterstücks haben wir auch das Packaging komplett überarbeitet. Ohne Plastik, ohne Styropor und zu 100% recycelbar. Fertig! Schon ist das Meisterstück ausgepackt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Quick Start Guide. Die vollständige Bedienungsanleitung findet ihr entweder auf sonoro.com oder aber als Link hier in der Videobeschreibung. Darüber hinaus enthalten sind zum einen die Sicherheitshinweise, das Netzkabel, eine FM- sowie DAB-Wurf-, aber auch Stabantenne, 2 WLAN-Antennen, die Fernbedienung inklusive Batterie und PIN zum Öffnen des Batteriefachs. Okay, und jetzt, wo wir alles parat haben, schließen wir das Zubehör an das Meisterstück an. Bevor ich loslege, stelle ich sicher, dass sich der Netzschalter in der Position Off befindet. Die Stabantenne wird an den vorgesehenen Anschluss oben rechts geschraubt. Für einen besseren Empfang könnt ihr die Stabantenne natürlich ausziehen und alternativ lässt sich auch die Wurfantenne anschließen. Welche Antenne sich am besten eignet, das kann von Aufstellungsort zu Aufstellungsort variieren. Am besten einfach beide Versionen ausprobieren und danach entscheiden. Auch die beiden WLAN-Antennen werden an die dafür vorgesehenen Anschlüsse auf der Rückseite angebracht. Wer sein Meisterstück über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbindet, überspringt diesen Schritt und verbindet stattdessen das LAN-Kabel. Zu guter Letzt noch auf der linken Seite das Netzkabel anschließen. An dieser Stelle noch der obligatorische Sicherheitshinweis: Etwaige Zusatzgeräte wie beispielsweise Plattenspieler, Fernseher oder auch USB-Sticks sollten immer bei ausgeschalteter Stromversorgung angeschlossen werden. Um die Batterien kindersicher in die Fernbedienung einzusetzen, einfach mit dem dazugehörigen PIN das Batteriefach öffnen. Und jetzt, für manche fast schon das Tollste beim Aufstellen neuer Produkte, das Entfernen der Displayschutzfolie. Das Meisterstück ist aufgestellt, angeschlossen und fertig für die Ersteinrichtung. Die gibt es in einem separaten Video. Ich sage Tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.